Im März 2024 wird die 40 Jahre alte AIDS-Pandemie-Debatte durch die Veröffentlichung öffentlicher CDC-Daten gelöst, die das fehlgeschlagene Experiment aufzeigen. Das CDC muss seiner rechtlichen Verpflichtung zur Freigabe der Daten nachkommen. Hier sind die leicht überprüfbaren Fakten. AIDS wird durch ein Schimpansenvirus verursacht. Die Frage ist, ob diese 2 experimentellen Impfstoffe, die aus Schimpansennieren und Blut hergestellt wurden, es übertragen haben. Diese Studie an Amerikas schwuler Gemeinschaft hält die Antwort bereit, da es sich um eine Studie nach höchstem Standard handelte, die von der Regierung selbst durchgeführt wurde. Somit hätten die zufälligen Teilnehmer, die ein Placebo erhielten, eine niedrigere AIDS-Rate, wenn der Impfstoff das Virus übertragen hätte. Als das AIDS-Virus am Ende der Studie entdeckt wurde, ließen 90% der Teilnehmer die Regierung ihr archiviertes Blut testen, das während der Studie entnommen wurde. Keiner der 20.000 im Vorfeld untersuchten Männer hatte das Virus vor den ersten Impfungen im Jahr 1977. Aber zum Abschluss der Studie waren 42% der Teilnehmer infiziert. Dies ist der veröffentlichte Impfplan. Laut der Regierung erkrankten innerhalb eines Jahres nach den anfänglichen Impfungen von 200 Freiwilligen im Jahr 1977 die ersten 3 an HIV. Die Infektionsraten schnellten während der Hauptimpfphase in die Höhe, dann halbierten sie sich, als die Hälfte der Placebo-Gruppe geimpft wurde, und sie fielen auf Raten, die typisch für die sexuelle Ausbreitung sind, sobald die Studie endete. Bei der Analyse der jährlichen Veränderung der Infektionsraten übersteigt der Anstieg um 3.700%, der mit dem Beginn der Massenimpfung im Jahr 1978 zusammenfällt, jede anerkannte Rate der sexuellen Übertragung bei weitem. Zu einem Zeitpunkt begann die Regierung tatsächlich, Infektionsraten aufgeschlüsselt nach Dosen im Vergleich zu Placebo offenzulegen, was notwendig war, um die Übertragung zu beweisen. Sie enthüllten, dass die 42% HIV-Infektionsrate nur auf diejenigen zutraf, die 3 oder mehr Dosen erhalten hatten, im Vergleich zu 9% BI denen, die nur das Placebo erhielten. Inmitten von Anschuldigungen stoppte die Regierung die Veröffentlichung der verbleibenden Ergebnisse und behauptete, der Herstellungsprozess hätte das Virus ohnehin abgetötet. Sie winkten es als Zufall ab, dass die Teilnehmer genau in dem Moment mit einem Schimpansenvirus infiziert wurden, als sie mit Schimpansenblut geimpft wurden. Dennoch traten auffällige Korrelationen überall dort auf, wo schimpansenbasierte Impfstoffe verabreicht wurden. Diese Liste enthält alle bekannten menschlichen Gewebe- und Blutproben, die mit dem AIDS-Virus infiziert waren, bevor sich das Virus ab 1981 weit verbreitete. Mit fortschreitender Zeitachse wird die Verwendung eines schimpansenbasierten Impfstoffs mit einer Spritze markiert. Jede infizierte Probe aus dieser Liste wird mit genau einer Stecknadel markiert. Keine positiven Proben wurden jemals vor dem Polio-Impfstoff von 1958 gesammelt. Außerhalb Zentralafrikas wurden keine positiven Proben gesammelt, bis die Charge 751 eintraf. Diese Karte zeigt präzise jede Probe bis 1981. Als die Studie 1982 endete, breitete sich das damals noch unbekannte Virus still aus, während viele weitere Fälle an den Studienstandorten auftraten. In demselben Jahr wurde Charge 751 kurzzeitig in Ostchina getestet, gefolgt von einer unerklärlichen Infektionsrate von 10%. Im Jahr 1983 wurde das Virus isoliert und die Regierung begann, die Infektionsraten offenzulegen. Nach diesen Ereignissen wurden schimpansenbasierte Impfstoffe nie wieder verwendet, außer in schwarzen Gemeinden im südlichen Afrika, die später stark von AIDS betroffen waren. Ein südafrikanischer Wissenschaftler reagierte auf meine Kontaktaufnahme und erinnerte sich, dass die Entscheidung zu Los 751 von höheren Stellen kam. Bemerkenswert ist, dass sein Kollege in Pretoria ein berüchtigtes Biowaffenprogramm leitete. Bekannt als Dr. Death und Afrikas Joseph Mengele, stand er wegen schrecklicher Verbrechen vor Gericht, darunter der Versuch, die schwarze Bevölkerung mit Impfstoffen zu reduzieren. Whistleblower, die AIDS durch Impfstoffe verbreiten gestanden haben, konnten keine Beweise vorlegen. Sollte sich das CDC über Offenlegungsgesetze hinwegsetzen, können wir annehmen, dass CDC-Beamte wahrscheinlich davon wussten. Die Nutzung von Los 751 dezimierte Afrika blieb aber ruhig.
Ich investiere alles, um Beweise zu erhalten. Wenn wir Beamte etwas so Großes verbergen, wird die Fahrlässigkeit weitergehen. Und dann, wenn ihre neue Krankheit X wütet, wird ihre einzige Sorge sein, wie sie daraus Profit schlagen.